Heute wollte ich ein mega gutes Sandwich-Rezept mit euch teilen, auch bekannt als New York Clubhouse Sandwich. Ich habe die Sandwiches schon oft gemacht, für Geburtstage und kleinere Partys, und die sind jedes Mal wirklich gut angekommen. Die meisten Zutaten sind austauschbar. Ihr müsst euch also nicht zwingend ans Rezept halten. Ihr müsst weder die Hähnchenbrustwurst, Eier noch Speck verwenden. Ihr könnt gerne auch Käse verwenden, wenn euch danach ist. Die Tomatenscheiben sind optional. Ihr könnt die Salat-Mayo-Senf-Mischung sogar durch Krautsalat ersetzen. Ich möchte euch hier einfach ermutigen, das Rezept einfach mal auszuprobieren und euch ein Verständnis vermitteln, dass man die meisten Rezepte abändern kann. Je nachdem, wie viele Sandwiches ihr zubereiten wollt, könnt ihr entweder mit dem Kochen der Eier, dem Toasten des Toasts oder dem Braten des Specks beginnen. Alles kann gleichzeitig erledigt werden. Mein Go-To ist mit dem Kochen der Eier anzufangen, da die abkühlen müssen vor der Verwendung. Die Eier sollten mindestens 8 Minuten kochen, um sicherzustellen, dass sie durchgegart sind. Den Speck bereite ich in der Mikrowelle zu. Ein paar Zewa auf einem Teller, um das überschüssige Fett aufzusaugen, und dann je nach Leistung der Mikrowelle zwischen 2,5 und 3,5 Minuten rein. Wenn ihr das zum ersten Mal machen solltet, beobachtet den Speck genau. Passt aber auf, wenn ihr den Teller aus der Mikrowelle nehmt. Der könnte vielleicht heiß sein. Die Tomaten und die Salatblätter abwaschen. Anschließend schneiden wir die Tomate von unten beginnend in Richtung des Stiels in dünne Scheiben. Achtet beim Salat darauf, nach dem Waschen so viel überschüssiges Wasser wie möglich zu entfernen. Schneidet die Salatblätter in dünne Streifen und gebt sie in eine Schüssel. Rührt die Mayonnaise und den Senf mit den Salatblättern, bis alles gleichmäßig bedeckt ist. Wenn die Eier fertig gekocht sind, legt sie in kaltes Wasser oder spült sie unter kaltem Wasser ab. Sobald die Eier kühl genug sind, können wir sie pellen. Nach dem Pellen könnt ihr die Eier mit dem Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst in präzise und absolut gleich große Scheiben teilen. Mein Eierschneider ist leider kein solches Meisterwerk und dementsprechend haben sich die Metalldrähte nach dem ersten Mal benutzen direkt verbogen. Falls ihr keinen Eierschneider habt, versucht sie so dünn wie möglich zu schneiden, ohne dass die Scheiben dabei auseinanderfallen. Die Eier dünn zu schneiden ist nicht einfach, gebt einfach euer Bestes. Sobald der Speck in Anführungszeichen fertig gebraten ist, können wir mit dem Stapeln beginnen. Wir fangen mit einer Scheibe Toast an. Legt 2 Scheiben Hähnchenbrustwurst darauf, gebt dann einen großen Löffel der Salat-Mayonnaise-Senf-Mischung drauf, eine weitere Scheibe Toast, gebt dann erneut die Salat-Mayonnaise-Senf-Mischung drauf, dann eine Scheibe Tomate und einige Eierscheiben. Sobald die Eier drauf sind, könnt ihr sie mit Salz und Pfeffer würzen. Legt die Speckstreifen drauf und vollendet das Sandwich mit einer dritten Scheibe Toast. Für mehr Stabilität stecht 2 Zahnstocher diagonal ein. Schneidet das Sandwich diagonal zwischen den beiden Zahnstochern durch. Guten Appetit. Bewertung 9 von 10. Das Sandwich schmeckt mega gut. Das Sandwich an sich ähnelt einem Big Mac mit den 3 Lagen und der Mayo-Senf-Mischung. Ich esse mindestens 3 bis 4 Hälften, da das Sandwich so lecker ist und es relativ leicht im Magen liegt. Ich finde auch den Arbeitsaufwand sehr überschaubar, wenn man mehrere Sandwiches macht. Alles in allem ein mega gutes, gelungenes Sandwich. Ich empfehle euch, wenn ihr die Sandwiches macht, macht mindestens ein paar Sandwiches, um den Arbeitsaufwand zu rechtfertigen. Ich habe mich bei der Menge an einer ganzen Packung Toastbrot orientiert. Dadurch bekommt man insgesamt 6,5 Sandwiches. Eine Packung American Toast, die großen Scheiben, hat insgesamt 20 Scheiben. Daran orientiert verwende ich ca. 100 Gramm Geflügelwurst, 2 Packungen Frühstücksspeck, 2 große Tomaten und 3 Eier. Und ja, ich mache auch ein halbes Sandwich. Mit dem letzten verbleibenden Toastdreieck kümmere ich mich um die Reste in der Schüssel und dem Schneidebrett. Hier wird darauf geachtet,
so wenig Lebensmittel zu verschwenden wie möglich. Abschließend kümmern wir uns noch um den Abwasch und bringen die Küche wieder auf Vordermann, damit die nächste Person, die die Küche benutzen möchte, direkt loslegen kann. Ich habe den Luxus einer Spülmaschine, bin mir aber definitiv nicht zu schade, die Sachen von Hand abzuwaschen, da das meistens schneller geht. Vor allem bei Messern achte ich inzwischen darauf, diese von Hand zu spülen. Bei der Arbeitsfläche beseitige ich erst die Krümel, um anschließend mit Hygienereiniger alles zu desinfizieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr probiert die Sandwiches auch mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. In the shadows where we meet,